Demon Hunters Filme hier gefunden. Und die werden wir heute um 3 Uhr nachts anschauen. Wir haben hier einen Film ab 6. Und in dem verwandelt sich Rumi in einen Dämon. Einen Film ab 12. Da sind die Mädchen von Hunter X in unserem Haus. Oh, das hört sich gruselig an. Einen Film ab 16. Da stützt Rumi mit dem Flugzeug ab. Und wir haben auch noch einen Film ab 18. Das ist ein Horrorfilm und der heißt Rumi ist tot. Oh nein, da weint Gino sogar um sie. Gib mal einen Daumen nach oben, wenn ihr das auch so traurig findet. Aber wo hast du die ganzen Filme eigentlich gekauft? Ich habe die Filme gar nicht gekauft. Als ich heute Nacht hier geschlafen habe, gab es plötzlich einen lauten Knall. Und als ich nachschauen wollte, woher er kam, habe ich überall in der Wohnung diese Filme hier gefunden. Das bedeutet, irgendjemand hat sie in deine Wohnung gelegt. Aber warte mal, was ist das? Ich weiß auch nicht, Vogelmann, das ist irgendwas Gelbes. Und das gehört mir nicht, das ist eine Jacke. Hier ist bestimmt der Einbrecher, der diese Filme hier versteckt hat. Vergessen Sie da mitzunehmen. Das Ding ist, wisst ihr, wem diese Jacke gehören könnte? Ich habe keine Ahnung, aber zum Glück haben wir hier in der Wohnung überall Überwachungskameras versteckt, die ganze Nacht alles gefilmt haben. Und diese Aufnahmen schauen wir uns jetzt direkt an. Kommt mit! So, Freunde, hier ist der Ort mit den Überwachungskameraaufnahmen. Oh, hier sieht man auch schon, wie ich in meinem Bett liege und schlafe. Aber da sieht doch alles normal aus. Lasst uns mal die Überwachungskamera wechseln. Und nein, in den anderen Räumen im Haus ist auch nichts zu sehen. Spulen wir mal ein bisschen vor. Weil irgendwer muss diese Filme hier in meiner Wohnung versteckt haben. Oh, hier um 2:29 Uhr in der Nacht. Und die Überwachungskamera hat das aufgezeichnet. Die Eingangstüre zu meiner Wohnung öffnet sich hier nämlich wie von Geisterhand. Und wow, da kommen jetzt Rumi, Mira und Zoe ins Bild. Und Rumi hat auch diese Jacke an, die wir vorhin gefunden haben. Die gehört also ihr. Wie cool. Naja, aber schauen wir mal, was die Mädels jetzt machen. Und wow, Mira und Zoe gehen hier drüben ins Wohnzimmer. Und dort teilen sie sich auf. Zoe geht hier in Richtung von der Couch. Vielleicht versteckt sie da ja den ersten Film. Und sie ist gerade einfach gestolpert. Sie liegt auf dem Boden. Und Mira läuft jetzt zu ihr und lacht sie aus. Oh, wie gemein von ihr. Zoe findet das Ganze aber, glaube ich, gar nicht lustig. Geht auf und fängt an, mit Mira zu kämpfen. Und das passiert alles, während ich einfach geschlafen habe. Wie konnte ich davon denn nicht aufwachen? Aber naja, egal, lassen wir die zweimal kämpfen und schauen, was Rumi in dieser Zeit macht. Sie geht nämlich gerade hier drüben ins Klo. Was hat sie da denn vor? Muss sie etwa pinkeln? Aber nein, sie wirft dort eine der Filme in die Toilette. Ihr geht wie eklig, aber das war's noch nicht. Sie setzt sich jetzt auch noch auf die Toilette drauf. Und hört mal. Ah, sie pinkelt einfach gerade. Deswegen war dieser Film also so nass, als ich ihn gefunden habe. Ah, der stinkt auch super eklig. Aber naja, Mira und Zoe haben sich, glaube ich, wieder vertragen. Ja. Und verstecken jetzt auch noch ihre Filme, die sie dabei haben. Ja, Zoe legt ihre hinten auf die Couch. Und Mira legt ihren Film hier drüben beim Fernseher. Da habe ich die Filme vorhin auch gefunden. Das Ding ist, wow, was macht Rumi da gerade? Sie steht wieder von der Toilette auf und geht aus diesem Zimmer raus. Rüber zu mir ins Schlafzimmer. Oh nein, da schlafe ich gerade auch noch tief und fest. Und es sieht so aus, als ob sie da gerade auch einen Film aufs Bett legt. Das ist der Horrorfilm gewesen. Aber das war noch nicht alles, denn sie ist, glaube ich, auch müde. Und legt sich jetzt neben mich. Und schläft da auf dem Bett. Wie krass, ich habe von all dem nichts mitbekommen. Das Ding ist, wow, da kommt gerade auch Zoe ins Bild. Und ich glaube, die weckt Rumi gerade wieder. Ja. Sie wollten ja eigentlich nur die Filme verstecken und wieder gehen. Und nicht einfach bei mir im Bett einschlafen. Das Ding ist, oh nein. Freunde, schaut mal die Überwachungskamera hier im Wohnzimmer. Und ich glaube, ich entdeckt, ja, Mira steht hier direkt davor. Boah, hat jetzt draufgehauen. Sie hat die Kamera komplett zerstört. Und wow, Zoe hat auch eine entdeckt. Und hat sie jetzt auch kaputt gemacht. Und Rumi macht da gerade auch eine kaputt. Wir haben einfach alle Überwachungskameras zerstört. Und jetzt sehen wir gar nichts mehr. Das Ding ist, mit welchem? Der Camp of Demon Hunters Filme. Sollen wir anfangen? Mit dem ab 6? Dem ab 12? Dem ab 16 oder dem ab 18? Der wird viel zu gruselig. Schreibt's direkt mal in die Kommentare. Das Ding ist, wow. Es sieht so aus, als ob die Camp of Demon Hunters eine Kamera noch nicht zerstört haben. Und das ist die in der Küche. Und wow, da kommt gerade Rumi ins Bild. Und es sieht so aus, als ob sie nochmal einen Film verstecken will. Ja. Und die tut sie hier in diese Cornflakes-Packung. Oh, diesen Film habe ich noch gar nicht gefunden, Freunde. Lass uns schnell in die Küche gehen und schauen, was für einer das ist. Kommt mit. So, Freunde, wir sind in der Küche angekommen. Und hier steht auch schon die Cornflakes-Packung, in die Rumi den Film reingelegt hat. Schütten wir diese ganzen Cornflakes hier mal raus. So. Und wow. Ja, hier ist er. Und das ist ein Film ab 100, Freunde. Wow, so alt ist ja nicht mehr meine Oma. Und der heißt Hunter X im Supermarkt. Und wow, die drei sehen darauf übel gruselig aus. Öffnen wir mal die Filmverpackung. Und wow, darin ist ein USB-Stick. Und auf dem steht, dass wir den Film erst bei 10.000 Likes anschauen dürfen. Wow, das heißt, wenn wir den Film anschauen sollen, dann gebt jetzt mal alle einen Daumen nach oben, die ersten Tunes schon, damit wir ihn freischalten. Aber gut, lasst uns direkt mal schauen, für welchen der Filme ihr euch entschieden habt. Und wir fangen an mit dem Film ab 6. Rumi verwandelt sich in einen Dämon. Wow, der klingt super cool. Das Ding ist, zum Glück habt ihr euch nicht direkt für den Horrorfilm entschieden. Weil bei dem würde ich mir, glaube ich, in die Hose machen. Schreibt direkt mal Rumi in die Kommentare, wenn wir den trotzdem anschauen sollen. Aber gut, jetzt schauen wir erstmal den Film ab 6. Hier ist er auch schon. Legen wir ihn direkt mal in unseren DVD-Spieler ein. So, er beginnt sich zu drehen. Und er startet. Und wow, da sieht man auch schon die Camp of Demon Hunters, wie sie von Vima gefangen gehalten werden. Das ist ja der Dämonenboss. Und der sieht einfach nur aus wie so ein pinkes Feuer. Oh, was macht er da? Er kreiert irgend so einen Energieball und schleudert ihn jetzt auf Hunter X drauf. Und wow, der macht irgendwas mit ihnen. Es sieht so aus, als ob er sie in Dämon verwandelt. Oh ja, die werden jetzt alle lila und super böse. Jetzt sehen sie alle super gruselig aus. Und Vima erteilt ihnen auch direkt den ersten Befehl. Sie sollen nämlich gegen die Saja Boys kämpfen. Und sie nicken einfach nur und gehen los. Oh, jetzt hat die Kameraszene gewechselt und da sitzen die Saja Boys, die gerade super doll Hunger haben. Aber da kommt zum Glück Mystery und hat ganz viele leckere Burger und Pommes dabei. Gino, Baby und Romance freuen sich schon super doll, aber wow, ich glaube, die haben was bemerkt. Mystery warnt Gino gerade. Oh, da fliegt so ein gelbes Auto auf sie zu. Und sie konnte sich gerade noch so in Sicherheit bringen. Gino ist super geschockt. Und die anderen können auch nicht glauben, was gerade passiert ist. Und wow, jetzt sehen sie auch, wer den Truck auf sie geschmissen hat. Und das sind die bösen Camp of Demon Hunters. Obwohl sie jetzt ja eigentlich K-Pop Saja Boys Hunters heißen sollten.
wollten. Weil sie jetzt ja die Saja Boys jagen. Und wow, ich glaube, jetzt machen sie die Saja Boys fertig. Ja, die wollen gerade eigentlich nur flüchten. Aber da sehen wir gerade die böse Zoe. Und von hinten kommt auch noch Mira. Und wow, die kämpfen jetzt alle. Man sieht nur noch so eine Staubwolke. Und wow, jetzt hat die Kamera zu Dino gewechselt. Und der wird jetzt, glaube ich, gleich von Rumi fertig gemacht. Ja, sie steht mit ihrem Schwert vor ihm. Und hält ihn an den Haaren. Und wow, jetzt hat sie ihn einmal über die Straße geschleudert. Denkt ihr, Hunter X oder die Saja Boys gewinnen? Die Mädchen von Hunter X schweben da gerade auf jeden Fall. Die haben Superkräfte bekommen. Und Gino hat super doll Angst. Und wow, zusammen kreieren sie gerade einfach irgend so einen Energieball. Und schleudern ihn auf Gino. Oh, Roman. Und ihn gerade so im letzten Moment gerettet. Das hat Zoe, Mira und Rumi aber nur noch wütender gemacht. Die eröffnen jetzt nämlich irgendwelche Portale, aus denen noch mehr böse Dämonen kommen, um ihnen im Kampf gegen die Saja Boys zu helfen. Und wo die Dämonen verzaubern sogar noch die normalen Menschen, dass sie auch noch gegen die Saja Boys kämpfen. Jetzt haben sie eigentlich keine Chance mehr. Und ich glaube, das merken sie auch und rennen gerade einfach nur noch weg. Ich glaube, sie wollen sich Hilfe holen und ja, sie rennen gerade in die Praxis. Und einen Doktor, und ich glaube, ihn fragen sie jetzt, ob er irgendein Heilmittel hat, das die Cape of Demon hat, das wieder normale Menschen verwandelt. Und wow, ja, es sieht so aus, als ob er da was hat. Er holt so eine Kiste von unten hoch. Und in der ist wirklich irgendeine Zaubertrank. Den müssen die Mädchen nur trinken und dann werden sie wieder normal. Aber oh nein, damit trifft gerade irgend so ein Dämon die Praxis. Und der stürzt sich jetzt auf den Doktor drauf. Und die Saja Boys nehmen einfach die Kiste mit dem Zaubertrank und rennen aus der Praxis raus. Ich glaube, sie wollen Hunter X jetzt wieder zurückverwandeln. Und wow, ja, Gino verwandelt sich jetzt in seine Dämonenform. Und die anderen machen das auch. Und jetzt kämpfen sie gegen diese ganzen bösen Dämonen. Ja, sie machen alle fertig. Aber die Mädchen von Hunter X lachen sie nur aus. Sie denken immer noch, dass die Saja Boys keine Chance haben. Oh, wow. Gino ist jetzt hinter Mira und hält sie fest. Und Romance und sein Freund werfen den Zaubertrank auf sie drauf. Der ist auf ihr geplatzt. Und jetzt ist sie voll mit ihm. Und es sieht so aus, als ob er wirkt. Und ja, die hat sich wieder in ihre normale Form zurückverwandelt. Und die anderen Mädels auch. Und jetzt fallen sie alle in die Hände von den Saja Boys und verlieben sich in sie. Nur Mira mag ihren Dämonenjungen nicht. Das Ding ist, wow, was passiert jetzt? Die Cape of Demon hat das verjagen, die anderen bösen Dämonen. Und der Doktor kommt gerade ins Bild. Und alle sind wieder glücklich und lachen zusammen. Damit endet der Film. Dann lasst uns jetzt direkt den nächsten Film schauen. Ich würde sagen, wir machen weiter mit dem Film ab 12. Und der heißt Hunter X in deinem Haus. Habt ihr das gerade auch gehört, Freunde? Von da hinten kam doch gerade irgendein Geräusch. Ich würde sagen, ich stelle euch direkt mal hier hin und schau nach, woher das kam. Wenn ihr in der Zeit irgendwas seht, dann schreibt es direkt in die Kommentare. Wir sehen uns gleich wieder. Hallo, ist die Nein, ich konnte hier nichts erkennen, Freunde. Wie komisch. Aber gut, dann schauen wir jetzt direkt mal in den Film ab 12 rein. Ich klappe ihn auf. Und wow, was ist das? Hier in dieser Filmverpackung ist nicht nur die DVD, sondern auch noch irgend so ein komischer Briefumschlag. Der ist übel schwer und auf dem steht drauf, dass wir den nicht öffnen sollen. Wie komisch, ich bin so gespannt, was da drin ist. Irgendwie raschelt es auf jeden Fall. Diesen Briefumschlag öffnen wir aber erst, nachdem wir den Film ab 12 angeschaut haben. Also bleibt dran. Ich hole die DVD direkt mal raus und setze sie in den DVD-Spieler ein. So, sie dreht sich und der Film startet. Ja, wir stehen hier gerade nämlich vor unserem Haus und wollen hier gerade reingehen. Wir laufen hier vorne zur Tür. Oh, wow, habt ihr das gesehen? Da drin ist doch irgendjemand rumgelaufen. Eigentlich sollte niemand zu Hause sein, Freunde. Oh, da ist gerade noch mal jemand vorbeigehuscht. Ich glaube, wir gehen nachschauen, wo diese Person hingegangen ist. Wow. Sie ist hier hinten ins Wohnzimmer gerannt. Aber da war doch zu 100% jemand, oder, Freunde? Ihr habt es doch auch gesehen. Wir schauen hier um die Ecke, aber da ist niemand mehr zu sehen. Wie komisch, als ob das ein Geist gewesen ist. Und wow, schaut mal hier draußen am Fenster. Steht Zoe. Gehen wir direkt mal raus, um nachzuschauen, ob sie wirklich da ist. So, hier raus auf die Veranda und rüber zum Fenster. Aber sie ist schon wieder verschwunden. Ja, aber sie hat doch hier gerade durchs Fenster reingeschaut. Und wow, jetzt rennt sie gerade da drinnen durch die Wohnung. Wir müssen schnell wieder reingehen und sie fangen. Weil niemand darf einfach so in unser Haus einbrechen. So, wir gehen hier nach drin. Schauen nach rechts und wow, da steht sie und sie rennt auf uns zu. Wow. Die sieht super gruselig aus und wir verstecken uns jetzt hier hinten in der Küche. Und wow, da kommt jetzt Rumi ins Bild gelaufen. Und hoffentlich sieht sie uns nicht. Wir müssen ganz leise sein, Freunde. Sie steht einfach nur und schaut sich um. Ich hab so Angst. Aber ich glaube, sie hat uns nicht gesehen. Nein, sie dreht wieder um und geht weg. Wir stehen jetzt aus unserem Versteck auf und wow. Vor uns steht gerade Zoe und hinter ihr ist Mira und Tanz. Und Zoe erschreckt uns jetzt voll. Und wir rennen weg durchs gesamte Haus. So, hier nach drüben. Wir brauchen irgendeinen Ort, in dem wir uns gut verstecken können. Und wir gehen jetzt hier nach unten in den Keller. Oh nein, Keller sind so gruselig, Freunde. Aber immer ein guter Ort, wo man sich verstecken kann. So, wir gehen hier nach hinten in eine Ecke und knien uns hier hin und oh nein. Zoe rennt gerade die Kellertreppe runter und schaut sich jetzt hier unten um. Oh nein, hoffentlich sieht sie uns nicht. Sie hat gerade in unsere Richtung geschaut. Aber ich glaube, sie hat uns nicht entdeckt. Und nein, sie rennt jetzt wieder die Kellertreppe hoch. Ich glaube, wir können wieder aus unserem Versteck rausgehen. So, wir gehen hier nach drüben. Ich glaube, jetzt ist alles sicher. Ja, aber wartet mal, ich höre da was und wow. Von da oben kommen gerade Rumi, Mira und Zoe die Kellertreppe runter. Und jetzt stehen sie alle vor uns. Aber was haben sie jetzt vor? Sie stehen da einfach nur. Aber Rumi holt aus und sprengt einfach auf uns drauf. Und jetzt ist der ganze Bildschirm schwarz geworden. Aber wartet mal. Der Film geht noch weiter. Und ich glaube, jetzt können wir nur über die Überwachungskameras zuschauen. Ja, die Cape of Demon hat das stehen auf jeden Fall da vorne. Und wir überwachen gerade das Haus von Gino, so wie es aussieht. Das erkenne ich aus dem Film wieder. Und wow, die Überwachungskamera wechselt. Und jetzt sind wir hier in seinem Wohnzimmer und es sieht so aus, als ob Gino Zoes Messer geklaut hat. Das ist das Ding, das da drüben so schwebt. Und wow, Zoe will es, glaube ich, wieder haben. Ja,
sie schleicht sich an und muss Gino jetzt irgendwie ablenken, damit sie sich ihre Messer wiederholen kann. Und sie wirft so einen Stein in die eine Ecke vom Raum. Und Gino steht auf und schaut nach, was es war. Jetzt ist er abgelenkt und so kann sie ihre Messer wiederholen. Und rennt aus dem Bild. Das Ding ist, was passiert jetzt? Gino steht hier in der Küche. Und hinter ihm ist das Schwert von Mira. Ich glaube, sie will sich das auch wiederholen. Und sie macht jetzt Nebel in diesen Raum. Dadurch kann Gino gar nichts mehr sehen. Rennt jetzt da rein und nimmt sich ihr Schwert und rennt wieder weg. Sie hat's auch geschafft. Und wow. Jetzt liegt Gino hier in seinem Schlafzimmer und schläft. Und neben ihm ist das Schwert von Rumi. Und sie kommt jetzt auch rein, um sich das wieder zu holen. Sie muss ganz leise sein, aber wow, Gino bewegt sich. Und sie bleibt stehen, weil sie nicht will, dass er aufwacht. Aber wow, jetzt kann sie weitergehen. Holt sich ihr Schwert und rennt ganz schnell weg. Alle Mädchen von Hunter X haben also ihre Schwerter wiederbekommen. Aber was passiert jetzt? Ich glaube, es ist der nächste Tag und Gino geht hier nach draußen und streckt sich gerade. Oh, da kommen alle Mädels von Hunter X angelaufen. Sie stehen jetzt alle vor ihm. Und wow, Rumi kommt auch angerannt. Und haut ihn komplett um. Sie haben Gino einfach besiegt. Und damit endet der Film. Bevor wir jetzt aber den nächsten schauen, öffnen wir jetzt noch den Briefumschlag, der hier in dieser Filmverpackung drin war. Ich bin so gespannt, was da drin ist. So. Ich reiß ihn auf. Wow, was ist das denn? Das hier sieht aus wie ein Handy. Oh, wow, das ist überall. Guck mal, wie kaputt es schon ist. Ich versuch's mal einzuschalten, aber wow, das funktioniert. Und hier drauf ist irgendein Video gespeichert. Ich öffne es mal und wow. Das sind Überwachungskameraaufnahmen aus meinem Haus. Da habe ich mir gerade Kekse gebacken. Das müsste vor so 2 Tagen gewesen sein. Hier habe ich die Kekse gerade aus dem Ofen geholt und wollte sie essen. Aber sie waren noch zu heiß und deswegen habe ich sie da stehen gelassen. Als ich aber aus dem Raum gegangen bin, kam mir Rumi ins Bild und hat diese ganzen Kekse gegessen. Sie lässt sich richtig schmecken und jetzt sind nur noch Krümel übrig. Und jetzt geht sie ganz schnell wieder. Und ich komme wieder in die Küche. Und sehe einfach nur noch die Krümel auf dem Teller. Und ich wundere mich übel, wo die Kekse hin sind. Aber jetzt wissen wir es. Rumi hat alle weggefuttert. Das Ding ist, wow, hier ist noch eine andere Überwachungskameraaufnahme drauf. Und hier sieht man gerade Zoe, wie sie irgendwas an der Tür macht. Hä, was hat sie vor? Oh, jetzt sehen wir es. Ja, nämlich. Frischhaltefolie hier zwischen der Tür gespannt. Oh nein, ich weiß natürlich schon, was passiert, Freunde. Sie rennt schnell aus dem Bild und da komme ich auch schon angelaufen. Ich schaue aufs Handy und oh nein. Ich bin voll in die Frischhaltefolie reingelaufen. Und ich habe mich schon gefragt, wo die herkam. Jetzt wissen wir es. Zoe hat mich einfach geprankt. Das war aber immer noch nicht alles. Hier ist nochmal eine Überwachungskameraaufnahme drauf. Und das ist die aus meinem Auto. Wow. Hier sitzt nämlich gerade Mira in meinem Auto. Hier hinten auf der Rückbank. Und wow, jetzt komme ich ins Auto rein. Aber ich bemerke sie nicht. Das Ding ist, ich glaube, jetzt versteckt sie sich. Ja, und das habe ich gehört. Und habe mich umgedreht. Aber da konnte ich sie schon nicht mehr sehen. Sie war einfach direkt hinter meinem Sitz. Und ich habe mir aber nichts dabei gedacht und bin dann einfach losgefahren. Oh nein, das bedeutet, die K-Pop Demon Hunter haben mich in den letzten Tagen komplett verfolgt. Hoffentlich sind sie nicht immer noch hier. Aber na egal, ich würde sagen, wir schauen jetzt schnell den nächsten Film. Und das ist der Hunter X Flugzeugabsturz. Boah, dieser Film hört sich schon super krass an. Und deswegen reden wir gar nicht lange rum. Setzen Sie die DVD hier ein. So, und der Film startet. Und da ist Rumi gerade am Flughafen. Und geht gerade durch die Sicherheitskontrolle. Zu ihrem Flugzeug. Und boah, es sieht so aus, als ob die einfach einen Private Jet haben. Aber macht Sinn, die Mädchen von Hunter X sind ja super berühmt. Die steigen jetzt auf jeden Fall alle in den Flieger ein. Wir gehen auch hinterher. Und boah, der sieht super luxuriös von innen aus. Und die Mädchen setzen sich jetzt hier auf ihre Sitze und wir starten auch schon. Schaut mal aus dem Fenster, Freunde. Wir heben ab und wow, jetzt sind wir schon in der Luft. Und die Mädels reden alle miteinander. Aber wow, was passiert da gerade? Das Flugzeug hat übel den Ruck gemacht. Oh, ich glaube, es stürzt gerade ab. Und ja, das ist, weil der Mond das Flugzeug von hier außen angreifen. Die krabbeln hier einfach auf dem Flugzeug rum. Und wow, im Flugzeug sind jetzt gerade auch Dämonen. Und es ist irgend so ein roter. Und der zieht sich jetzt einen Fallschirm an. Rennt hier vorne zur Tür. Und springt raus. Wow. Das ist der einzige Weg, wie wir uns noch retten können. Wir müssen auch aus dem Flugzeug springen. So, und wir fliegen jetzt dem roten Dämon hinterher. Hier nach unten auf diese Insel. Ja, ich glaube, wir landen gleich. Der Dämon ist schon unten angekommen und wir jetzt auch. Und da stehen wir jetzt mit ihm. Und wow, schaut mal, da oben fliegen die Mädels von Hunter X. Rumi, Zoe und Mira, aber die brauchen keine Fallschirme. Weil die haben ja Superkräfte. So, sie fliegen hier nach unten. Aber sie landen woanders als wir. Nämlich auf irgendeiner Dämoneninsel hier. Boah, da stehen sie jetzt. Und da vorne kommen aus Portal. Aus dem Boden auch schon Dämonen raus. Gegen die müssen sie jetzt kämpfen. Mira ist schon vorne. Und zerstört sie alle. Ja, Rumi hat sie auch kaputt gemacht. Denkt ihr, die K-Pop Demon Hunters schaffen es, alle Dämonen zu besiegen? Also ich glaube schon, aber wow, da kommt Derpy gerade angerannt. Und vor ihm steht so ein riesen Nudelbecher. Und den versucht Derpy immer umzuschmeißen. Aber er stellt sich von alleine wieder auf. Oh, ich glaube, Zoe hat eine Idee. Wirft jetzt einen Nudelbecher ganz weit weg. Und Derpy geht hinterher. Um ihn zu fangen. So haben sie also auch Derpy die Katze besiegt. Das Ding ist, da vorne warten noch mehr Dämonen auf sie. Und die rennen jetzt alle auf sie zu. Aber für Rumi sind auch die kein Problem. Und sie zerstört sie einfach komplett. Jetzt sind sie fast beim Dämonenboss wie immer angekommen. Der ist da oben auf diesem Berg. Aber vor ihnen steht Gino. Und ich glaube, der will auch noch gegen sie kämpfen. Ja, der hat richtig krasse Moves drauf. Oh, jetzt steht Rumi und die anderen vor ihm. Und ich glaube, er bekommt zu viel Angst und rennt weg. Rumi rennt jetzt auf jeden Fall die Treppe zum Dämonenboss Quima nach oben. Wow, da ist er. Und zerstört ihn jetzt. Mit ihrem Schwert. Der hat ihn besiegt. Und damit endet der Film. Und das bedeutet, wir haben jetzt nur den Horrorfilm ab 18 und den Film ab 100 übrig. Für den haben wir aber noch nicht genug Likes. Also gebt mal einen Daumen nach oben, damit wir den noch anschauen können. Und in der Zwischenzeit schauen wir jetzt den Horrorfilm Rumi ist tot. Das wird gruselig. Hat gerade an der Eingangstüre geklaut? Oh nein, da draußen ist bestimmt irgendjemand. Lass uns sofort rein. Ich will meine Jacke und meine ganzen Zähne zurück. Nein, Rumi, wir lassen dich nicht rein. Lass uns die Türe lieber schnell einmal abschließen. So, Schlüssel rein. Und zieh's zu. Jetzt kommst du auf jeden Fall nicht mehr rein, Rumi. Aber naja, lass uns zur Sicherheit trotzdem mal in den Überwachungskameraraum gehen, um den Film ab 18 zu schauen. Das ist nämlich der sicherste Raum hier im Haus. So, hier sollte uns nichts mehr passieren. Und wir schauen direkt in die Filmverpackung rein. Ich öffne sie. Wow. Schaut mal, hier drin ist so ein kleiner Saal. Und da drüben steht, dass wir den öffnen sollen. Hey, was soll denn da drin sein? Vielleicht eine kleine Rumi? Wir finden es direkt raus und wow. Hier drin ist einfach so ein Mini-Skelett. Das
Das Ding ist, wo ist jetzt unser Film? Hier hätte doch eigentlich der Horrorfilm drin sein sollen. Lass uns das Skelett noch mal ein bisschen genauer anschauen. Oh, ich glaube, wir können den Kopf vom Skelett abnehmen. Und das ist in Wirklichkeit ein USB-Stick. Das ist ja super lustig. Ah, gut, stecken wir den direkt mal in unseren PC so. Oh, hier wird er auch schon angezeigt. Und da liegt Rumi auch schon. Ich klicke direkt mal drauf. So, und der Film startet. Oh, ich glaube, wir sind hier gerade auf einem Friedhof. Und da liegt Rumi in dem Sarg. Das ist ihre Beerdigung gerade. Und alle ihre Freunde weinen. Sogar Gino und die Sasha Boys sind da und weinen. Nur Roman scheint ein bisschen nervös zu sein. Aber gut, Zoe kniet sich jetzt vor ihren Sarg hin und erzählt nochmal, was sie so mit ihr erlebt hat. Und wow, da sind die beiden. Wie sie sich gerade zusammen schminken. Ja, sie haben total viel Spaß miteinander und bürsten sich gegenseitig die Haare. Wow, hier sehen wir auch, wie Rumi Zoe das Fahrradfahren beigebracht hat. Aha, sie ist da gerade einfach voll gegen eine Laterne gefahren. Aber beide finden es super witzig und lachen. Und wow, jetzt sehen wir die beiden, wie sie da Eis essen. Und Rumi schenkt Mira gerade einfach ein neues Handy. Wow, die zwei sind wirklich beste Freunde, so wie es aussieht. Und Zoe legt ihr jetzt einfach noch Blumen in ihr Grab. Jetzt kommt der Manager von Rumi an ihr Grab und legt ihr Schwert auch noch in ihren Sarg. Und auch er erzählt, was er in der Vergangenheit so mit ihr erlebt hat. Und auch hier hält er da gerade die Kamera, während sie ihr erstes Musikvideo dreht. Und hier zeigt er gerade zum ersten Mal, wie man ein Auto fährt. Er bringt ihr einfach das Fahren bei, aber sie rast los. Wir merken die Oma vorher nicht. Und wow, die konnte gerade so noch ausweichen. Und beide lachen sich jetzt im Auto kaputt. Und hier sehen wir auch noch, wie er Rumi gerade einfach einen Hund schenkt. Und sie ist darüber überglücklich. Aber jetzt gibt es keinen Grund mehr glücklich zu sein, denn Rumi ist tot. Jetzt kommt auch noch Mira an ihr Grab. Und sie legt ein goldenes Mikrofon auf sie drauf. Und sie erzählt auch nochmal, was sie mit ihr erlebt hat. Nämlich, dass sie das Auto von ihrem Direktor einfach komplett pink gestrichen haben. Die haben ihn voll geprankt und als er rausgekommen ist, war er super wütend. Und die beiden lachen sich da einfach hinter dem Busch. Jeder hatte mit Rumi einfach super viel Spaß. Oh, Mira geht jetzt von ihrem Grab weg. Und Gino kommt da gerade angerannt. Er war ja in Rumi verliebt und deswegen ist es für ihn super schlimm, dass sie jetzt im Grab liegt. Und jetzt erzählt er von den vielen Dates, die die beiden hatten. Er hat ihr zum Beispiel einmal einen Blumenstrauß geschenkt. Aber irgendein Dämon kam um die Ecke und hat ihn nur wieder weggeschnappt. Das Ding ist, Gino hat es natürlich nicht auf sich sitzen lassen und ihr den Blumenstrauß wiedergeholt. Jetzt sehen wir, wie die beiden zusammen gepicknickt haben. Rumi will ihm da gerade ein Croissant geben. Wow. Derby hat ihm das einfach weggeschnappt. Und beide rennen Derby jetzt hinterher. Und wow, sie sind jetzt ineinander geraten, auf den Boden gefallen. Und Derby kam einfach und hat sie abgeschleppt. Und jetzt ist er auch an ihrem Grab und legt ihr noch so einen Brief hinein. Beide sind super traurig und gehen weg. Aber Romance scheint irgendwie super nervös zu sein. Und die anderen fragen ihn jetzt, was los ist. Und wow, er gibt jetzt zu, dass es seine Schuld ist, dass Rumi tot ist. Und alle sind super wütend auf ihn. Er erzählt jetzt auf jeden Fall, was passiert ist. Nämlich, dass er Rumi zum Fallschirmspringen eingeladen hat. Die beiden sind mit dem Flieger losgeflogen und aus ihm rausgesprungen und hatten eigentlich super viel Spaß. Er hat seinen Fallschirm geöffnet. Und Rumi will das auch machen, aber wow, ich glaube, ihr Fallschirm funktioniert nicht. Und sie stürzt einfach so in die Tiefe. Oh nein! Und Romance kann ihr gar nicht mehr helfen. Das ist ja super traurig. Und alle sind jetzt wütend auf ihn und werfen irgendwelche Sachen auf ihn drauf. Dabei kann er doch eigentlich nichts dafür. Aber wow, was passiert da? Rumi steht gerade aus ihrem Grab wieder auf. Und ihr geht es super gut. Ja, aber sie ist doch ohne Fallschirm in die Tiefe gestürzt. Wie kann das sein? Aber ich glaube, sie erzählt ihr, dass sie Glück hatte und auf dem Trampolin gefallen ist. Eine Rutsche sie dann wieder nach oben geschleudert hat. Und ihr dann nichts passiert ist. Oh, zum Glück, Freunde. Und jetzt lachen alle wieder zusammen. Und damit endet der Film. Oh, wow. Was ist hier denn gerade passiert? Ich glaube, der Strom hier in der Wohnung ist ausgefallen. Oh, ich glaube, ich weiß auch warum. Ja. Weil Rumi ist hier unten am Stromkasten und haut ihn komplett kaputt. Oh nein, was machen wir denn jetzt? Wir wollten auch noch den Film ab 100 Takes im Supermarkt schauen. Die 10.000 Likes haben wir nämlich dank euch erreicht. Aber unser PC funktioniert ja nicht mehr. Er hat ja auch keinen Strom mehr. Deswegen ist, ich habe da eine Idee, Freunde. Hier unten in einer der Schubladen sollte noch ein altes Abspielgerät rumliegen. Ja, hier. Das funktioniert nur mit Batterie. Also sollte es eigentlich noch funktionieren. Oh, ja, es geht an. Dann stecken wir hier direkt mal unseren USB-Stick mit dem geheimen Film ab 100 rein. Oh, er startet. Und wir sind da gerade wirklich in irgendeinem Supermarkt. Und es ist mitten in der Nacht. Es sieht wirklich so ein bisschen gruselig aus. Also ich war noch nie nachts in einem Supermarkt, Freunde. Na egal, wir laufen mal hier durch die Gänge und wow, was war das? Ist da gerade Rumi vorbeigerannt? Ihr habt das doch auch gesehen, oder Freunde? Lasst uns mal nachschauen, wo sie hin ist. Da vorne ist sie schon wieder gewesen. Okay, wir gehen auch mal nach dorthin. So, hier sollte sie jetzt gleich sein, aber wow. Nein, hier drüben sind einfach Mira und Zoe. Und sie tanzen. Die machen übel die Party. Wow, hier auf der anderen Seite ist Rumi. Und sie rennt gerade wieder weg. Ich möchte sie auf jeden Fall einmal fangen. Und wow, sie ist da hinten. Wir verfolgen sie weiter. Und wow, da rennt sie jetzt wieder vor uns weg. Schaut mal. Die ist da hinten über dieses Schild gefallen. Und liegt da jetzt nur noch auf dem Boden. Jetzt können wir zu ihr hingehen. Wow, hier links und rechts. Das ist einfach Mira und Zoe in den Gang. Wir haben richtig viel Spaß und wow. Rumi hat jetzt auch begonnen zu tanzen. Das sieht super gruselig aus. Und jetzt geht sie einfach auf uns zu. Und da tanzen jetzt voll viele K-Pop-Demon. Und die feiert da übel die Party. Cool, da können wir mittanzen, Freunde. Wir machen richtig Party. Oh, wow, habt ihr das gerade auch gehört? Da kam doch irgend so ein Lachen von da hinten. Lasst uns mal nachschauen. Ob das vielleicht von Rumi kommt und sie es in unsere Wohnung reingeschafft hat. Freunde, abonniert jetzt mal kostenlos diesen Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen und gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ich schaue jetzt mal hier um die Ecke, weil von da kam das Lachen. Let's go!